Es gibt Neues zum Thema EU-Vermögensregister. Das Magazin Wirtschaftswoche will erfahren haben, dass hier eine wichtige Ankündigung der EU unmittelbar bevorsteht. Alle weiteren Details erfährst du in diesem Video. Noch eine kurze Ankündigung hier in eigener Sache. Ende September 2024 werden wir in London unser Seminar Ruhestand im Ausland veranstalten, wozu ich dich herzlich einladen möchte, wenn du kurz vor dem Ruhestand oder vor Ruhestand stehst. Viele zukünftige Vorruheständler und Ruheständler machen sich Sorgen um ihr Vermögen, wollen daher die EU verlassen und suchen nach Lösungen, wie sie sich und ihr Vermögen vor der Zugriffigkeit und dem Würgegriff der EU hier befreien können. Das sind genau die Themen, die wir auf unserem Seminar ansprechen werden. Das Vermögensregister und andere Maßnahmen der EU sind natürlich hier ein wichtiges Thema, aber eben auch so Fragen, wie du dein Vermögen geografisch diversifizieren kannst und dich dadurch vom Vermögensregister oder auch von einer geplanten Vermögensteuer schützen kannst. Wie du Edelmetalle im Nicht-EU-Ausland kaufen und lagern kannst, auch wie du Doppelbesteuerungsabkommen nutzen kannst, um deine Ruhestandsbezüge inklusive staatliche Renten und Leistungen aus Versorgungswerken im Ausland möglicherweise steuerfrei zu beziehen. Das sind alles Themen, die wir in unserem Seminar besprechen werden. Auch zum Beispiel Fragen, wie du ohne Wartezeit die deutsche Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer nach deinem Wegzug ins Ausland aushebeln kannst und Vermögen steuerschonend an die nächste Generation übertragen kannst, komplett legal natürlich. Das sind alles Dinge, die wir bei unserem Seminar besprechen. Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen. Alle weiteren Infos findest du im Link hier im ersten Kommentar, der auch gepinnt ist bei diesem Video. Kommen wir nun aber zurück zum Vermögensregister. Wir haben ja schon vielfach darüber gesprochen. Zunächst kam die Idee ja dazu auf 2021. Da hat man dann hier den Vorwand verwendet, dass man Vermögen von russischen Oligarchen, welches diese in der EU verstecken, lokalisieren und möglicherweise konfiszieren möchte. Von den Oligarchen spricht heute niemand mehr. Warum man also ein solches Vermögensregister braucht, außer um eine Vermögensteuer einzuführen, das sollten wir einmal die Verantwortlichen in der EU fragen. Wir würden wahrscheinlich keine Antwort bekommen. Jetzt vor wenigen Wochen, erst im Juni 2024, hat die AMLA, die neue Überwachungssuperbehörde in Frankfurt am Main, ihren Dienst offiziell aufgenommen. Das heißt, sie wurde dort gegründet. Momentan ist die EU dabei, Rechte an die AMLA zu übertragen, die momentan andere Behörden haben. Man ist dabei, Personal einzustellen. Also die AMLA hat zwar den Dienst aufgenommen, aber wirklich viel außer interne Organisationsarbeit wird da noch nicht gemacht. Richtig heiß wird es dann in ein paar Jahren werden. Da geht es ja dann um Dinge wie zum Beispiel das EU-Kontenregister, das für 2029 spätestens angekündigt ist, wo dann Buchungen der letzten 5 Jahre, das heißt ab jetzt, drin enthalten sein werden. Polizeidienststellen, Ermittlungsbehörden, Finanzämter in der gesamten EU können dann auf diese sehr empfindlichen Daten aller EU-Bürger zugreifen. Kontoauszüge, wie gesagt, der letzten 5 Jahre sollen den Ermittlern zur Verfügung stehen. Und zu den anderen Maßnahmen, auf die man sich verständigt hat, hier zwischen EU-Ministerrat und EU-Parlament im Januar 2024, wird man jetzt nach und nach hier weitere Ankündigungen finden und in diesem Kontext eben die Ankündigung zum EU-Vermögensregister, die offensichtlich nun unmittelbar bevorstehen. Die Wirtschaftswoche hat darüber einen Artikel geschrieben, Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Sie hat schlicht und ergreifend bei der EU angefragt und mal dort letztlich sich erkundigt, ob das denn nun wirklich stimmt, was diese bösen YouTuber da die ganze Zeit behaupten, ob es da wirklich zu einem Vermögensregister kommt, wie der Status der Arbeiten ist. Und offensichtlich, so steht es in dem Artikel, hat der Mitarbeiter der EU, der Sachbearbeiter, mit dem man sprach, bestätigt, dass es eine Ausschreibung momentan gibt, dass gerade eine Machbarkeitsstudie angefertigt wird, wo hier die technischen und rechtlichen Details abgeklärt werden und dass man jetzt hier unmittelbar vor einer großen Ankündigung steht. Wir werden sehen, was diese Ankündigung ist, aber für mich ist es ganz klar, was es sein wird. Das Vermögensregister wird kommen. Vermögen über 200.000 Euro wird da drin erfasst sein. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht werden jetzt hier neue Regeln aufgestellt. Wir werden auf die Ankündigung der EU
warten müssen. Ja, im Mittelpunkt des Vermögensregisters stehen Daten aus Grundbüchern und Unternehmensregistern. Also da haben wir das Transparenzregister zum Beispiel, wo drin steht, wer an welcher Gesellschaft wie beteiligt ist. Das soll also da drin stehen. Das Verzeichnis könnte aber auch Kryptowährungen, Kunstwerke und Gold umfassen. Und tatsächlich hat hier auch die EU gegenüber der Wirtschaftswoche bestätigt, dass man in Betracht zieht, solche Werte im Vermögensregister mit aufzunehmen. Was heißt das Ganze für dich konkret? Nun nicht sehr viel. Einfach mal weiter abwarten. Wir haben dich ja hier regelmäßig zu den verschiedenen Ankündigungen in puncto AMLA, in puncto Überwachungsmechanismen der EU hier auf dem Laufenden gehalten. Wir warten ja nach wie vor noch auf Details zu anderen Vorhaben, wie zum Beispiel auch die komplette Regulierung und Kontrolle des Kryptomarktes. Alle Transaktionen über 1.000 Euro sollen dort sehr detailliert erfasst werden, viel detaillierter zum Beispiel als beim aktuellen Informationsaustausch zu Kontoinformationsdaten OECD CRS. Diese Kryptodaten sollen dann auch den Finanzämtern zugänglich gemacht werden. Wie gesagt, das ist nur eine von mehreren Maßnahmen, zu der wir hier immer noch auf Updates warten, und das tröpfelt halt so nach und nach nun alles ein, wie eben jetzt auch die Infos hier zum Thema Vermögensregister gegenüber der Wirtschaftswoche. Meiner Meinung nach solltest du das tun, was ich schon seit längerem sage. Wir wissen, dass diese Maßnahmen auf uns zukommen. Jetzt kannst du hier noch die Zeit nutzen, bevor sie in Kraft treten, dich vorzubereiten. Das heißt, du kannst jetzt aktiv an deinem Plan B arbeiten. Das ist komplett legal. Da musst du auf nichts warten. Da gibt es keine Meldepflichten. Da brauchst du auch jetzt nicht wahnsinnig viel Geld dafür. Auch du kannst Konten im Ausland eröffnen. Von mir aus zunächst mal nur in der Schweiz oder Liechtenstein. Vor kurzem mal ein Video gemacht zum Thema Serbien. Auch das im Grunde genommen möglich. Wichtig eben außerhalb der EU. Das sind Maßnahmen, die du jetzt treffen kannst. Du kannst dich mit dem Thema zweite Staatsbürgerschaften befassen. Du kannst dich damit befassen, in anderen Ländern Aufenthaltstitel zu erhalten. Du kannst dich mit dem Thema Auswanderung beschäftigen. In welchen Ländern könntest du dir vorstellen zu leben? Wo kann sich deine Familie vorstellen zu leben? Wo kannst du hier relativ einfach einen Aufenthaltstitel erwerben? Was ist dafür notwendig? Musst du eine Immobilie kaufen oder einfach nur ein bestimmtes Einkommen nachweisen? Was hat ein Wegzug für steuerliche Implikationen? Wir haben schon vielfach auf diesem Kanal zum Thema Wegzugsteuer, erweitert beschränkte Steuerpflicht etc. pp. gesprochen. Wie kommst du dort hinaus? Das sind alles Themen, mit denen man sich befassen muss im Vorfeld. Da ist leider oft, will ich fast sagen, jahrelange Planung notwendig. Das heißt, diese Zeit, wo jetzt noch nicht so wirklich klar ist, was wann genau passiert oder wo die Informationen nur tröpfchenweise hier so eintrudeln, würde ich dir schwer empfehlen zu nutzen, um genau solche Vorbereitungen zu treffen. Ich weiß, es ist etwas dramatisch, aber denk immer an die ukrainischen und die russischen Soldaten. Als es dann tatsächlich zum Krieg kam, dann konnten sie auf einmal ihr Land nicht mehr verlassen. Im Vorfeld dieses Krieges sind Hunderttausende geflohen ins Ausland. Zu dem Zeitpunkt haben viele Freunde, Familienmitglieder dieser Fliehenden gesagt, ihr spinnt ja. Ist ja völlig grundlos, dass ihr geht. Und dann waren die Grenzen ein paar Wochen später zu, wenigstens für Männer. Frauen und Kinder konnten ja weiterhin fliehen und Alte und Kranke, aber Männer im gesunden wehrpflichtigen Alter nicht mehr. Das ist jetzt ein gutes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, was dir ganz klar zeigt, dass man nicht zu lange warten soll. Es macht auch keinen Sinn, etwas zu überstürzen, ganz klar. Aber man muss sich mit diesen Themen sachlich, nüchtern auseinandersetzen und muss dann für sich den richtigen Zeitpunkt finden, damit man hier schnell genug den Absprung schaffen kann. Die geopolitische Situation in Europa spielt dort sicherlich auch eine Rolle. Das heißt also, je früher, desto besser, kann natürlich nicht schaden. Also eine gewisse Eile, eine gewisse Dringlichkeit ist hier schon geboten. Sicherlich sollte man sich hier nicht einfach zurücklehnen und relaxed sein. Es geht schließlich um deine Existenz, um dein Geld. Aber wie gesagt, jetzt hast du noch ein bisschen Zeit. Nutze diese Zeit und befasse dich aktiv mit diesen Themen. Informiere dich, bilde dich weiter.
lerne vielleicht auch einen neuen Skill. Vielleicht kannst du Trading lernen, wenn du nicht weißt, wie Trading funktioniert, damit du dann später auch eine zweite Einkommensquelle hast. Auch das ist Teil deines Plan B. Es muss Teil deines Plan B sein, dass du unabhängig hier von anderen Faktoren dich und deine Familie ernähren kannst, dass du Einkommen generierst, egal von wo, egal wie sich hier die wirtschaftliche Situation ergibt. Trading wird es immer geben, auch wenn sich vielleicht die Plattform, auch wenn sich vielleicht die Produkte oder die Wertpapiere oder was auch immer ändern, die Assets ändern, die man hier tradet. Wenn das auch für dich Themen sind, die dich interessieren, dann würde ich mich freuen, jetzt mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich geografisch zu diversifizieren, ihre Steuerlast zu optimieren und Vermögen zu schützen bzw. neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.